Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist offiziell. Florentino Perez bleibt weiterhin der Präsident von Real Madrid. Er hat die Präsidentschaftswahlen gestern gewonnen. Alles, was es zu diesen Wahlen zu wissen gibt, erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Ihr erfahrt auch, was das Wahlergebnis für die Zukunft von Madrid bedeutet. Was bedeutet es für Florentino Perez? Was bedeutet es für Enrique Riquelme und auch für den Madridismo? Und wenn wir schon mal dabei sind, unterhalten wir uns natürlich auch über die Neuzugänge und über zwei neue mögliche Neuzugänge, die sehr wahrscheinlich sind. Auf der einen Seite Pepe, der Mann, nach dem mein Hund benannt wurde, und auf der anderen Seite Bernardo Silva. Was da los ist, all das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, es ist der Tag danach. Real Madrid hat die Ergebnisse offiziell gemacht und Papa Perez ist weiterhin Präsident von Real Madrid. Ich blende euch die Wahlergebnisse ein. Florentino Perez hat mit 21.741, wenn ich mich nicht täusche, Stimmen 65% der Stimmen erhalten. Ein Enrique Riquelme die anderen 35%, 11.800, schieß mich nicht tot, da in der Ecke. Ja. Ihr seht auch, wenn ihr die Wahlstimmen zusammenrechnet, es haben ca. 33.000 Madridistas gewählt. Hierzu eine kurze Erklärung. Real Madrid hat ca. 100.000 Socios. Aber von den 100.000 Socios sind lange nicht alle stimmberechtigt oder wahlberechtigt. Man muss 18 oder älter sein. Das heißt, es dürfen ca. 70.000 Madridistas wählen. Und von 70.000 haben ungefähr 33.000 etwas mehr gewählt. Wir sind hier fast bei einer Wahlbeteiligung von 50%. Ja, das ist im Großen und Ganzen eine sehr gute Wahlbeteiligung, wenn man das vergleicht mit politischen Wahlen. Und vor allem muss man auch sagen, in Madrid war es gestern sehr, sehr schwer zu wählen. Und Florentino Perez wurden 1000 Stimmen aberkannt, die per Briefwahl gekommen sind. Obwohl die vom Notar abgesegnet waren, soll es da irgendwelche Formfehler gegeben haben mit den Stempeln. Florentino Perez hat in seiner Rede klargestellt, er würde auch um diese 1000 Stimmen kämpfen, dass die doch noch angerechnet werden. Ja, also, wie gesagt, es ist offiziell, Papa Perez hat gewonnen und trotzdem bin ich der Meinung, alle Parteien haben gewonnen. Warum hat ein Florentino Perez gewonnen? Ich glaube, das liegt auf der Hand. Er ist weiterhin Präsident und ich glaube, was am herausragendsten war, meiner Meinung nach, an diesem Wahlsieg von dem Florentino Perez, es gab 60 Wahltische. Diese Wahltische sind nach Mitgliedsnummern sortiert. Und die mit den kleinsten Mitgliedsnummern sind die, die schon am längsten Socios von Madrid sind also die ältesten. Und die mit den geringsten oder mit den größten Nummern sind die jüngsten, die gerade mal 18, 19 sind. Und ein Florentino Perez hat von diesen 60 Wahltischen an allen 60 gewonnen. Das bedeutet, sogar die jüngsten Madridistas Socios haben für Florentino Perez gewählt. Das hat ihn auch besonders stolz gemacht, das hat man danach in seiner Rede gehört und man muss sagen, das ist ein sehr, sehr respektabler Sieg. Und ohne weiter zu erzählen, hören wir uns erstmal an, was Florentino Perez selber zu sagen hat. Abend an alle liebe Mitglieder, liebe Madridistas. Dies war ein großartiger Tag für Real Madrid. Vielen Dank für eure Unterstützung, eure Zuneigung und die Kraft, die ihr mir in all diesen Tagen gegeben habt, um diese Wahlen zu gewinnen. Ohne euch wäre all das nicht möglich gewesen. Wir haben an allen Wahlurnen gewonnen, das heißt in allen Altersgruppen. Und wir haben auch das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der Real Madrid-Wahlen erzielt. Das beste Ergebnis haben wir übrigens auch im Jahr 2004 erzielt. Es ist ein außergewöhnliches Ergebnis und ich muss sagen, dass es sogar noch besser hätte ausfallen können, denn uns wurden fast 1000 Briefwahlstimmen aberkannt. Stimmen, die notariell beglaubigt sind, aber aus formalen Gründen nicht anerkannt wurden. Wir werden dagegen Einspruch einlegen, weil wir glauben, dass wir im Recht sind. Einmal mehr habt ihr euer Engagement und eure Loyalität gegenüber dem Verein bewiesen. Heute hat Real Madrid gewonnen. Wir haben der Welt ein Beispiel für Demokratie, Transparenz und Zusammenleben gegeben. Wir haben gezeigt, dass wir eine große Familie sind, dass wir Real Madrid lieben und dass wir für die Zukunft bereit sind. Als Präsident von Real Madrid bin ich sehr stolz auf euch alle. Es war ein glänzender Wahltag, an dem die Mitglieder frei ihre Meinung äußern konnten, um über das Schicksal des besten Vereins der Geschichte zu entscheiden. Das ist das Real Madrid, das wir alle wollen. Ein unabhängiges Real Madrid, ein Real Madrid, das keine Angst vor Herausforderungen und Schwierigkeiten hat. Die Mitglieder kennen mich. Ich bin hier, um Real Madrid zu verteidigen. Wir werden weiter daran arbeiten, dass Real Madrid weiterhin Titel gewinnt. Wir werden weiterhin stolz auf das Estadio Santiago Bernabéu sein, das beste Stadion der Welt.
stolz darauf, die besten Spieler der Welt zu haben, stolz darauf, dass einer der besten Trainer der Welt zurückkehrt, ein echter Madridista wie José Mourinho. Und habt keinen Zweifel, mit mir als Präsident war, ist und wird Real Madrid immer seinen Mitgliedern gehören. Ich möchte euch allen für eure Arbeit und eure Loyalität zu Real Madrid danken. Heute haben wir mit Emotionen beobachtet, wie ihr mit euren Familien, mit euren Eltern, mit euren Großeltern und mit euren Kindern zur Wahl gegangen seid. Ihr könnt stolz auf euch selbst sein, dass ihr das tun könnt. Ihr habt der gesamten Welt eindrucksvoll gezeigt, was der Madridismo wirklich ist und was dieses unbeschreibliche Gefühl bedeutet, das uns mit Millionen von Menschen auf der ganzen Welt so eng verbindet. Unter diesen vielen Anhängern befindet sich bekanntlich auch der Papst höchstpersönlich. Und morgen werde ich ihm, wenn ich ihn in einer Audienz sehe, ein offizielles Trikot mit seinem eigenen Namen und der symbolischen Nummer 1 feierlich überreichen. Was dieses Gefühl bedeutet, das uns mit vielen Menschen verbindet, die heute von weit entfernten Orten aus stolzer denn je auf unser Real Madrid sind. Ich möchte auch allen danken, die an der außergewöhnlichen Organisation eines Wahltages mitgewirkt haben, der trotz aller Schwierigkeiten, die ein Tag wie heute in Madrid mit sich brachte, vorbildlich verlaufen ist. Wir Mitglieder haben erneut mit unserer Stimme ein enormes Verantwortungsbewusstsein und einen großen Pflichtsinn bewiesen. Liebe Mitglieder, seit ich im Jahr 2000 das Amt des Präsidenten von Real Madrid übernommen habe, habe ich stets für unsere Einheit und für die institutionelle Stabilität gearbeitet. Ab diesem Moment bleibt dies mein festestes Versprechen. Wir müssen zusammenhalten. Unsere Leidenschaft für Real Madrid treibt uns an. Ich möchte weiterhin einen Verein aufbauen, der in allen internationalen Prestige-Ranglisten führend bleibt, der wertvollste und umsatzstärkste Verein der Welt ist und auch der Verein mit dem größten internationalen Ansehen. Und das alles, um weiterhin zu gewinnen. Wir werden weiterhin um alle Titel kämpfen und bis zum Schluss kämpfen, bis wir den 16. Europapokal gewonnen haben. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, werden wir dafür arbeiten, dass unsere Werte immer das Fundament von allem sind, was wir sind, mit den Werten, die wir heute gesehen haben. Arbeit, Respekt, Bescheidenheit, ständiges Streben nach Verbesserung und Solidarität. Ich möchte mich auch an diejenigen Mitglieder wenden, die mich nicht gewählt haben. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um auf ihre Anliegen und Hinweise einzugehen. Wir werden unsere Arbeit verstärken. Wir werden unsere Arbeit verstärken, damit alle Mitglieder das Gefühl haben, dass ich als Präsident und dieser Vorstand ein großes Einfühlungsvermögen dafür haben, ihre Probleme anzuhören. Vertrauen Sie uns, denn wir werden unseren Mitgliedern näher sein als je zuvor, denn wir alle sind Real Madrid. Wir haben eine bestimmte Art, das Leben zu verstehen. Wir arbeiten daran, den besten Club aller Zeiten noch größer zu machen. Wir werden weiterhin die magischen Nächte im Bernabeu erleben und bis zum Ende kämpfen, ohne uns jemals aufzugeben. Gemeinsam haben wir noch viel Geschichte zu schreiben. Vielen Dank. Ja, das waren die Worte unseres alten und neuen Präsidenten Florentino Pérez. Was mir sehr gut gefallen hat, er hat auch klar gemacht, er war jetzt nicht bockig oder so, weil 35% ihn nicht gewählt haben. Ihm ist aber klar, dass er sich wieder dem Madridismo mehr nähern muss. Er hat auch klar gemacht, wir werden dem Socio wieder viel näher kommen und die 35%, die mich nicht gewählt haben, die werde ich wieder von mir versuchen zu überzeugen. Und das ist der genau richtige Herangehensweise. Das ist der Grund, warum ein Florentino Pérez aus einem Verein, der 2000 bankrott war, den größten und besten, finanziell stärksten Fußballverein der Welt gemacht hat. Laut Forbes die meisten Einnahmen etc., den wertvollsten Kader, auch wenn es sportlich nicht gut lief. Das hat alles in Florentino Pérez aufgebaut. Und deshalb bin ich auch ehrlich geschockt über das Wahlergebnis. So ehrlich muss ich das sagen. Ich hätte erwartet, der kriegt 90% oder mehr. Ich habe sogar ein Abendessen verloren. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, deshalb, wie gesagt, er hat gewonnen, aber er hat auch einen Schuss vor den Bug bekommen, formuliere ich es mal so. Das Feuer ist in ihm wieder geweckt worden. Er hat erkannt, ja, auch der Madridismo, wie viele andere, sind kurzsichtig, oder was heißt kurzsichtig, das Gedächtnis funktioniert nicht. Ich glaube, die 26 Jahre sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten wegen der letzten 2 Jahre, die den Madridismo ja sehr, sehr enttäuscht haben. Im Großen und Ganzen muss ich auch selber zugeben, im Laufe der letzten 2 Jahre habe ich oftmals den Florentino Pérez kritisiert und habe immer wieder das Gleiche gesagt. Man hat den Eindruck, das Wirtschaftliche wird ihm wichtiger als der sportliche Erfolg. Und dieser Weckruf hat wieder den Florentino Pérez geweckt oder das Feuer in ihm geweckt, der wieder der Pérez ist wie vor 20 Jahren, der jetzt auch direkt einen Mourinho unter Vertrag genommen hat, einen Konaté, einen Dumfries, 150 Millionen auf den Tisch legen möchte für den größten Transfer der Geschichte. Das ist der Florentino Pérez, den wir Madridistas sehen möchten. Und deshalb bin ich froh, dass es diese Wahlen gab. Allgemein
habe ich euch ja schon oft genug erklärt. Vor 3 Wochen oder so habe ich schon gesagt, ich bin froh, dass es diese Wahlen gibt. Erstens für diejenigen von euch, die so eine Wahl noch nie erlebt haben. Das ist der absolute Wahnsinn. Und zweitens, weil ich es gut finde, dass nach über 20 Jahren auch die Stimmen des Madridismus mal wieder ankommen bei einem Florentino Perez. Es kann eigentlich nicht sein, dass der Präsident von Madrid das letzte Mal vor 15 Jahren eine Pressekonferenz gehalten hat. Also, wie gesagt, er war ein bisschen weit weg vom Madridista und diese Wahlen haben ihn wieder deutlich näher gebracht. Und wem haben wir das zu verdanken? Meiner Meinung nach dem zweiten Gewinner dieses Abends, nämlich Enrique Riquelme. Ein Mann, seien wir mal ganz ehrlich, vor 3 Wochen kannte den kaum einer. Und Enrique Riquelme hat sich etwas getraut, was seit 20 Jahren sich keiner getraut hat. Gegen eine Wahl, in einer Wahl anzutreten, die du nicht gewinnen kannst, gegen Florentino Perez. Du trittst an und weißt, es ist eigentlich nicht möglich. Und der hat das Unmögliche fast möglich gemacht. Dieser Mann, den vor 2, 3 Wochen keiner kannte oder kaum einer, holt sich 35% der Stimmen. Und dem gebührt Respekt. Und er hat auch klar gemacht, dass er in Zukunft weiter die Opposition sein möchte, für die Socios arbeiten möchte. Hören wir uns mal die Aussagen von Enrique Riquelme an. Als erstes möchte ich Florentino Perez zu seiner Kandidatur gratulieren, denn er hat heute Abend den Sieg errungen. Ich möchte mich aber auch bei allen Real Madrid-Mitgliedern bedanken, die zugehört haben, die wissen, wie wichtig es ist, nach 20 Jahren abzustimmen, die es geschafft haben, unsere wichtigste rote Linie zu erreichen, nämlich gegen den Verkauf des Vereins zu sein. Sie haben zugehört und sich sehr deutlich geäußert. Wir wissen, dass Real Madrid nicht verkauft wird und die Mitglieder von Real Madrid konnten sich äußern und haben das auch an den Wahlurnen bewiesen. Es ist auch ein großer Erfolg für diese Kandidatur, dass wir in so kurzer Zeit, wie versprochen, eine seriöse, professionelle und begeisternde Kandidatur präsentieren konnten. Deshalb ist das für uns nicht das Ende, sondern der Anfang. Real Madrid wird nicht wieder 20 Jahre ohne weitere Wahlen bleiben. Wir fühlen uns jetzt verpflichtet und verantwortlich, die Stimme all jener Mitglieder und Madridistas zu vertreten, die uns in so kurzer Zeit die Möglichkeit gegeben haben, unsere Kandidatur zu bewerten. Und wir sind auch verpflichtet, weiterzumachen. Wir haben den Verkauf des Clubs gestoppt, aber wir müssen weiterhin das Mitglied in den Mittelpunkt stellen. Es ist auch für uns ein großer Sieg, denn wir werden weitermachen, nicht nur weil der Verkauf gestoppt wurde, sondern auch mit neuen Projekten. Und die Madridistas und die Mitglieder von Real Madrid sollen wissen, dass sie weiterhin mindestens alle 4 Jahre zur Wahlurne gehen können, so wie sie es heute entschieden haben. Also vielen, vielen Dank an alle. Ich reiche die Hand, so wie ich diese Kandidatur begonnen habe, mit allem Respekt vor der Figur von Real Madrid, in diesem Fall seinem Präsidenten, mit Respekt vor dem Vermächtnis. Und vor allem reiche ich auch die Hand, um die Debatte fortzusetzen, die wir in der Kandidatur nicht geführt haben, damit wir sie führen können, damit das Beste für Real Madrid erhalten bleibt, Ideen aufgenommen werden und es am besten wäre, wenn man auch auf die Mitglieder hört. Also vielen, vielen Dank an alle. Ja, und auch hier nichts anderes als Respekt für einen Enrique Riquelme. Genau das ist die Rede, die Ansprache, die ich hören möchte. Respekt vor Florentino Perez, Respekt vor der Institution. Er bedankt sich, er wird aber weiter für den Madridista arbeiten und ich finde, der hat absolutes Recht. Der hat in 2 Wochen 35% der Stimmen. Was hätte der Typ in einem halben Jahr gemacht? Und jetzt hat er 4 Jahre Zeit, sich auf die nächste Wahl vorzubereiten. Und dann, wenn Florentino Perez dann 84 fast ist, ne, dann muss man vielleicht auch tatsächlich darüber reden, ob er dann vielleicht der Richtige ist. Aber diese Unterhaltung führen wir gerne in 4 Jahren. Stand jetzt Respekt vor dem Wahlkampf, den ein Enrique Riquelme gemacht hat. Jeden einzelnen Schritt habe ich euch erklärt. Viele sagen, der hat nur gelogen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich bleibe dabei. Ich glaube, ein Rodri und eine Haaland hätte er bekommen. Bei Klopp hätte es sich gezeigt. Aber das war auch so ein bisschen, wie ich euch erklärt habe, so ein Hail Mary, ein Verzweiflungsversuch, als er gemerkt hat, mit Mikel Arteta kommt er nicht weiter. Ja, wie dem auch sei, Respekt an Enrique Riquelme. Danke, dass du uns die Wahlen zurückgebracht hast. Und er hat angekündigt, ab jetzt gibt es alle 4 Jahre Wahlen. Also das freut mich als Madridista wirklich sehr. Ja, wie gesagt, und im Endeffekt der dritte große Gewinner von diesen Wahlen war der Madridismo. Du und ich. Auf der einen Seite haben wir den besten Präsidenten in der Welt des Fußballs und auf der anderen Seite haben wir einen jungen Anstreber, der ihn dazu gebracht hat, wieder das Feuer zu entwickeln. Wir haben 3 Neuzugänge, wir haben einen José Mourinho zurück, wir haben einen Konaté, wir haben einen Dumfries, wir haben vielleicht einen 150-Millionen-Transfer. Ja, sind wir mal gespannt, wie das läuft. Aber das war's, was es zum Wahlkampf zu sagen gab. Und ich finde, was ganz gut jetzt reinpasst in dieses Video, ich habe gerade gesagt, wir haben einen José Mourinho wieder, aber wir haben nicht nur einen José Mourinho wieder
Laut einem Ramon Alvarez de Mon ist auch ein Pepe sehr nah dran, wieder Trainer bei Real Madrid zu werden, oder was heißt wieder, Co-Trainer von Real Madrid zu werden, wieder Teil von Real Madrid zu werden, wollte ich sagen. Ja, der Mann, nachdem ich meinen Hund benannt habe, ihr wisst, wie ein José Mourinho arbeitet. Er mag es immer, wenn eine Vereinslegende sein Co-Trainer ist, und in diesem Fall scheint es Pepe zu werden. Pepe hat vor einigen Wochen ein sehr interessantes Interview gegeben, wo er sich über die Egos in der Kabine von Real Madrid unterhalten hat, wo er gesagt hat, wir hatten zu meiner Zeit unglaubliche Egos, ein Cristiano Ronaldo, ein Sergio Ramos. Ich brauche, glaube ich, nicht zu sagen, wer da alles in der Kabine war, aber er hat auch gesagt, trotz aller Egos wussten wir, hier herrscht eine Hierarchie und nur so kann eine Kabine funktionieren. Und ich finde, genau das ist die Mentalität, die diese Kabine braucht. Wir haben mehr als genug Egos, aber wir brauchen jemanden, der eine Hierarchie da einbauen kann. Und wenn du da einen José Mourinho hast und seine rechte Hand ist ein Pepe, gar nicht, weil die Spieler Angst vor ihm haben, das ist natürlich Quatsch, aber ein Mann, der bei Madrid sehr viel erreicht hat, der eine tolle Fußballkarriere vorzuweisen hat und der im Madridismo geliebt wird, ich hoffe einfach, dass die Spieler die Ernsthaftigkeit der Lage verstehen. Ja, und dass dieser Mannschaft allgemein ein bisschen Führung etc. fehlt, das scheint ein José Mourinho zu merken, denn er hat Madrid schon mitgeteilt, welchen Wunschspieler er gerne hätte. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Bernardo Silva steht auf Mourinhos Wunschliste. Der Mittelfeldspieler, der von den Verantwortlichen und Trainern des Weißen Clubs abgelehnt wurde, gehört nun zu den Wunschkandidaten des portugiesischen Trainers. Zunächst wurde er Real Madrid angeboten, doch in den letzten Wochen kristallisierten sich Barcelona und Atletico Madrid als die ernsthaftesten Interessenten für Bernardo Silva heraus. Einen Spieler, der maßgeblich zur jüngeren Geschichte von Manchester City beigetragen hat. Das Angebot, das Valdebebas erhielt, kam zu einem Zeitpunkt, als José Mourinho noch nicht Teil der Zukunftspläne von Real Madrid war. Nun hat sich alles geändert. Und obwohl die Wahlurnen ihr Urteil noch fällen müssen, okay, ist inzwischen erledigt, könnte sich die Geschichte plötzlich ändern, da Mourinho Bernardo Silva auf seiner Wunschliste hat. Obwohl er damals von den Verantwortlichen und Trainern des klassischen Clubs abgelehnt wurde, könnte der Wunsch des Trainers die Pläne ändern, die auf einen Kampf zwischen Barcelona und Atletico um die Verpflichtung des portugiesischen Nationalspielers hindeuten. Ja, der Artikel geht noch ein bisschen weiter, aber ich glaube, das Wichtigste aus dem Artikel haben wir schon herausgelesen. Ein José Mourinho möchte anscheinend einen Bernardo Silva. Das Ganze wird berichtet von José Félix Díaz, dem Direktor vom AS. Was ist passiert? Ein Bernardo Silva wurde Real Madrid angeboten, als ein José Mourinho noch nicht in den Plänen war, und Madrid hat gesagt, nein, danke. Ja, für mich ist das auch schon aussagekräftig, dass der erste Verein, dem Bernardo Silva angeboten wurde, Real Madrid ist. Vielleicht sieht man da schon ein bisschen die Tendenz des Spielers. Aber in den letzten Wochen hieß es, Barcelona oder Atletico Madrid werden sich Bernardo Silva holen. Es hieß, Atletico Madrid hat ihn schon sicher, dann hat Barcelona ihn sicher. Und es hieß eigentlich auch, dass Bernardo Silva sich vor der WM entscheiden möchte. Er wollte kein langes Hin und Her. Und auch das hat sich auf einmal geändert. Laut einem Fabrizio Romano möchte er nun zunächst einmal die WM abwarten und dann am Ende der WM seine Entscheidung treffen. Er hat auch ein Interview gegeben und da wurde er explizit zum FC Barcelona gefragt etc. Hören wir uns mal die Antwort von Bernardo Silva an. Bernardo aus Barcelona. Du hast viel über deine Zukunft gesprochen. Es gibt Möglichkeiten, dass du zum Barcelona wechseln könntest. Ich weiß nicht, was du vom Barca hältst, wie du in ein Team wie Barca passen würdest. Nun, ich habe viele, ehrlich gesagt, ich habe viele Optionen. Deshalb habe ich meine Entscheidung noch nicht getroffen und ich werde nicht über einen Verein sprechen, solange ich meine Entscheidung nicht getroffen habe. Und wenn ich nicht bei diesem Verein unterschrieben habe, dann habe ich großen Respekt vor allen Teams. Am Ende werde ich versuchen, in einem Team zu sein, das mich will, wo ich das Gefühl habe, dass sie mich wirklich wollen. Das ist sehr wichtig. Und an dem Tag, an dem ich meine Entscheidung treffe, wirst du es erfahren. Ja, ihr habt es selber gehört. Er möchte sich Zeit lassen. Er möchte einen Verein, der ihn wirklich haben will. Ja, und laut Informationen in Spanien ist das sehr viel Gerede. Aber im Endeffekt bedeutet das nur, er will wirklich abwarten, ob ein José Mourinho ihn wirklich möchte und ein Madrid ihm ein Angebot macht und er dann sofort gerne nach Madrid kommen würde und er damit quasi FC Barcelona und Atletico Madrid so ein bisschen auf die Wartebank schiebt, die so ein bisschen sich warm hält, falls Real Madrid sich doch für eine andere Option entscheidet. Ja, und meine Meinung,
Ein Bernardo Silva ist ein Spieler, der, wenn er woanders spielt, du ihn hast, weil er sehr ehrgeizig ist, sehr zweikampfverbitter, also sehr hart in den Zweikämpfen, hier und da auch mal ein bisschen drüber. Aber ein Spieler, der, wenn der in deiner Mannschaft ist und du ihn liebst, und ich glaube auch vom Charakter, ne, über 30 Champions League-Sieger, Führungsspieler bei Manchester City, ich glaube, diese Erfahrung und Ruhe, dieser Charakter würde Real Madrid sehr gut tun. Er ist so ein bisschen dieser Modric-Ersatz, würde ich sagen, dieser sehr starke Fußballer, der sowohl hinten helfen kann, als auch vorne den Spielaufbau generieren kann, den Ball nach vorne bringen kann. Und deshalb sage ich, ein Bernardo Silva, wenn du den gratis bekommen kannst, für mich nicht unbedingt absoluter Stammspieler, aber schon, sagen wir mal, seine 30 Spiele in der Saison macht, würde ich nicht Nein sagen zu einem Bernardo Silva bei Real Madrid. Was ich aber am Ende sage, ist relativ egal. Am Ende muss ein José Mourinho das entscheiden und ein Pepe. Und wenn die der Meinung sind, das ist der richtige Spieler, der Ruhe, Seriosität in diese Kabine bringt, mit einem Konaté, mit einem Dumfries, da kennt ihr meine Meinung, sind beides seriöse Spieler. Ja, das ist das große Problem in der Kabine von Real Madrid. Es fehlt die Ernsthaftigkeit, die Seriosität, es fehlen die Anführer. Und ich glaube, an diesen Transfers, die Madrid sucht, sieht man schon, wo die Reise hingehen soll. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Ich bin gespannt, was eure Meinung dazu ist. Was sagt ihr zu den Wahlen? Was sagt ihr zum Sieg von Florentino Perez? Freut ihr euch? Lasst das bitte in den Kommentaren. Wenn nicht, lasst das bitte auch in den Kommentaren. Was ihr alle gerne machen könnt, wäre bitte dieses Video liken und hypen. Wer noch nicht auf Follow geklickt hat, drückt bitte drauf, unterstützt den Kanal ungemein. Und wir sind wirklich knapp vor den 30.000, also bitte, bitte, bitte. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Also, bis dahin. A la Marie!